Moin Moin aus dem Wunderland. Ich befinde mich hier gerade bei uns in der Atacama-Wüste, denn wir bauen ja einen Teil von Chile. Hinter dieser Wand wird der Regenwald gebaut und das sind ja gerade unsere beiden großen Projekte. Und hier ist in den letzten Wochen auf jeden Fall viel passiert. Der erste Teil oder die erste Hälfte der Anlage ist fertig gegipst, die Felsen sind angemalt, die Oberfläche ist gesandet, ganz viel Geröll wurde eingearbeitet. Vor mir hier ist zum Beispiel dann die Fläche, wo die ganzen Flamingos zu sehen sein werden. Hier ist das ELT, das Extreme Large Teleskop. Das wird, glaube ich, aktuell sogar noch gebaut. So ein bisschen wie die Elfi. Wir sind ein bisschen früher fertig hoffentlich. Und genau, vor mir sieht man noch einen kleinen Bahnhof. Aber ansonsten passiert hier halt außerhalb dieser Flamingos und das Loch, in dem ich stehe, wo auch noch ein paar Teleskope stehen, nicht so viel. Ein bisschen weiter darunter die Schlucht, habe ich auch schon mal was drüber erzählt. Caspana, kleiner Ort, der ja wie so eine Art Oase ist, weil da halt ein Fluss lang läuft. Wird das so eine der wenigen Flächen sein, die wir auch ein bisschen begrünen werden. Weiter in die Richtung geguckt ist dann Humberstone, also diese Ghost Town, wo Sönke ja schon ganz viel gearbeitet hat. Da ist jetzt auch schon die Oberfläche gesandet und ja, man kann schon ein bisschen mehr erkennen, was einen da erwartet. Und zu guter Letzt, um die Säule rum, habe ich angefangen oder ja, eigentlich schon fast fertiggestellt, das Valle de la Luna zu gipsen und anzumalen. Könnt ihr auch gleich mal ein bisschen mir bei der Arbeit über die Schulter gucken. Ja, das ist es, glaube ich. Ja, genau. Und die große Herausforderung für mich war hier vor allem, es gibt sehr viele verschiedene Felsformationen und alles wirkt halt auf eine Art und Weise super stumpf und sehr schroff und karg irgendwie. Und da habe ich einfach ein bisschen versucht, den Felston ein bisschen satter anzumalen, also nicht ganz so viel so zu lasieren. Und habe dann aber mit dunkleren Farben wirklich versucht, nur spezielle Risse oder Tiefen hervorzuheben, die auf eine Art und Weise interessant sind. Gleichzeitig wollte ich natürlich gucken, dass das nicht alles Ton in Ton ist und habe deswegen auch zum Beispiel vorne an der Anlagenkante versucht, so ein bisschen kontrastreicher zu arbeiten. Also auch ein bisschen rottönigere Felsen noch, dunkelrote Felsen zu machen. Die komplementieren dann super schön mit diesen Stalaktiten, die ja hier auch vorne runterwachsen. Die sind ja super kalkhaltig und weißfarben und ja, das macht es einfach interessant für den Betrachter. Was mir besonders gut hier gefällt, ist vor allem wie die Felsfarbe mit dem blauen Himmel komplementiert. Das ist einfach was super Interessantes. Wir haben diesen rotstichigen Felsen, dann gleichzeitig diese hellen Oberflächen, weiß fast irgendwie von der Sonne eingestrahlt und dann diesen richtig schönen blauen Hintergrund und das macht das Ganze ein bisschen einzigartig, finde ich. Beim Valle de la Luna zum Beispiel, wenn man da so ein bisschen Recherche betreibt, dann findet man natürlich immer so Postkartenmotive. Wenn man Fotos findet, die eher im Schatten oder bei mal ausnahmsweise Wolken gemacht sind, dann sieht der Fels natürlich ein bisschen anders aus. Ich habe mich dazu entschieden, den aber so anzumalen, wie der auf diesen Postkartenmotiven ist.
Meistens ist das, glaube ich, auch wenn die Sonne aufgeht oder wenn sie gerade untergeht und die scheint dann aus einer bestimmten Richtung darauf. Und da habe ich auch beim Anmalen Wert drauf gelegt, dass ich wirklich dann hinter diesen einzelnen Spalten quasi die Schatten noch ein bisschen hervorgehoben habe und ein bisschen dunkler die Farben gemalt habe. Zum Thema Besanden haben wir dieses Mal noch mal was ganz Neues ausprobiert, denn ich habe aus dem Töpfereibedarf Schamottsteinchen bestellt, fein gemahlen, und habe dann mit diversen anderen pulverigen Feststoffen, die wir so haben. Kann man das überhaupt sagen? Pulverige Feststoffe? Schreibt es in die Kommentare. Auf jeden Fall mit anderen pulverigen Stoffen ja, selber einen Sandton gemischt. Da haben wir 3 verschiedene Töne, einen hellen, einen dunklen und einen rotstichigen. Und die haben wir jetzt wirklich mit dem Sieb hier aufgetragen, aufgebracht. Das Ganze dann nochmal wieder mit Spüliwasser eingesprüht und mit flüssigem Leimwasser eingeschwemmt, damit wir wirklich so eine glatte, schöne, sandige Oberfläche gestalten können. Und ja, was natürlich auch zur Atacama-Wüste gehört, ist, dass da wirklich nicht viel die Schwellen zu sehen sind von den Gleisen. Ne? Also wir haben die oft mit eingeschwemmt, es ist alles verweht. Die Wege und Straßen, stelle ich mir das so vor, dass die da wirklich mit dem Flug langfahren und die Steine und das Geröll zur Seite schieben irgendwie. Und das haben wir auf jeden Fall auch versucht hier darzustellen. Links vom Valle de la Luna und hinter Humberstone habe ich nochmal so einen Gebirgskamm gegipst, der ja wirklich ein bisschen mehr Tiefe suggerieren soll. Also das ist alles sehr klein und auf Entfernung gestaltet. Und damit man aber dann auch wirklich noch ein bisschen die Züge warten kann, wir haben da ja noch ein Rundgleis, was unten durchfährt, wird das Ganze jetzt aus ja, GFK nachgebaut und der Gipshaufen wird dann rausgeholt. Und dann kann unser ganzes Personal quasi, wenn mal irgendwo was stecken geblieben ist oder so, aus der Anlage raus, die Berge hochheben, die sind dann ganz leicht, irgendwie zur Seite packen und da arbeiten. Durch den Ort Caspana fließt ja wie gesagt so ein Fluss und das Flussbett habe ich auch schon gestaltet. Ich habe Geröll reingeklebt und das so ein bisschen blaustichig angemalt, damit man das Gefühl hat, man kann durch das Wasser noch so ein bisschen Struktur erkennen. Und der Fluss kommt durch die Schlucht und dann haben wir es wieder so ein bisschen wie in Monaco, angeschnittener Fluss. An der Anlagenkante finden wir immer super cool, wenn man da noch ein paar Gimmicks mit einbauen kann. Und der schlängelt sich dann so vor dem Valle de la Luna in die Anlagenkante, also nach draußen raus. Da habe ich mir was Besonderes überlegt, und zwar habe ich mir gedacht, dass das Wasser sich da wirklich über Jahrtausende den Weg in den Fels reingefressen hat und dass oben aber ein bisschen härtere Gesteinsschichten waren und unten weichere, sozusagen, dass der Fels wirklich ausgehöhlt wurde. Ja, ich hoffe, das Update hat euch gefallen. Falls ihr Anregungen oder Tipps oder auch irgendwelche Ideen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ja, ich sage einfach mal so, bis zum nächsten Mal. Bleibt dran!